Hey, heute soll es um die Rundheit von Universen gehen. Und bevor ich noch wesentlich weiterkomme, muss ich natürlich sagen, warum Universen? Wieso komme ich auf Universen, wo wir doch nur eins vor uns haben? Und dann wird natürlich noch zu klären sein, was meine ich mit der Rundheit. Aber wie komme ich auf Universen? Es ist eine Sondersichtweise des Spiritualismus, dass ich von Universen rede. Und ich kam drauf, weil ich das Wort Universum wörtlich genommen habe und habe gesagt, ein Universum ist ja alles, was ist. Es heißt das Ganze, das allumfassende Universum. Das bedeutet es. Es ist lateinisch. Oder wir sagen ja auch im Deutschen das All, das Weltall und kommen auf genau dasselbe. Es ist eben alles. Alles, was da ist. Und ich habe gesagt, mein Universum unterscheidet sich von einem anderen Universum dadurch, dass ich zum Beispiel ganz andere Sachen kenne als jemand anders. Also wenn wir uns auf das Universum, auf dieses Äußere mit den Sternen beziehen, dann heißt das, dass ich bestimmte Sterne kenne und andere Leute kennen wieder andere Sterne. Und unsere Universen stimmen überhaupt nicht überein. Mein Universum ist, äh, das kann man glaube ich so sagen, wesentlich kleiner als das Universum, das man im materialistischen Sinn in Gänze vor sich zu haben scheint. Und es ist zum Beispiel wesentlich kleiner als das Universum eines Astronomen, der also ganz viele Sterne kennt, während ich kenne bloß ein paar. Und das meine ich damit. Mein Universum, alles, was ich kenne, ist etwas anderes als das, was andere kennen. Und nun hatte, hatte ich diesen Begriff Ich-Universum geprägt und zwar in einem Buch, das ich vor 15 Jahren geschrieben habe, ungefähr. Und was also aus dem Spiritualismus ja auch folgt, ist, dass der Mensch ein Teil eines Bewusstseins ist, ein kleiner Teil eines Bewusstseins und ich sage immer, der große Geist dazu, so wie die Urvölker, die immer darauf kommen, sie seien ein Teil eines größeren Bewusstseins. Und ganz so meine ich das ja auch. Der Mensch ist ein Teil, ist ein Bewusstsein innerhalb eines größeren Bewusstseins. Und wenn das so ist und wenn man diese Sichtweise so hat, dann kommt man schnell darauf, dass das, was wir als Materialismus denken, in großen Teilen so nicht stimmen kann. Also beispielsweise ist ja Teil dieses Materialismus, da gibt es also ganz, ganz viele Sachen, die man kritisieren könnte und die man sagen könnte, das könnte man anders sehen. Ein Teil davon ist zumindest, dass wir uns vorstellen, dass wir als vernunftbegabte Wesen mit einem Gehirn, das seinesgleichen sucht, in eine Welt hinausschauen, die da ist, aus Materie besteht und ganz fest vor uns liegt. Und weil wir so klug sind wir in der Lage, diese Welt richtig zu interpretieren, während es den Tieren so nicht gegeben ist. Und überhaupt gibt es außerhalb von uns keinen Geist. Ich habe ja da schon ein paar Videos dazu gemacht, dass ich das also sagte, das ist also für mich nicht so. Es ist aus meiner Sicht auch unlogisch. Warum ist es übrigens unlogisch? Weil, wie kam ich überhaupt drauf auf diesen Spiritualismus? Es ist deshalb unlogisch, weil wir einerseits ja in Begriffen der Begrenztheit reden. Also wir haben die Vorstellung, dass diese Materie begrenzt sei, sowohl in ihrer Menge als auch in ihren Möglichkeiten. Wir haben also die Vorstellung beispielsweise von, ich glaube, 118 Elementen und diese 118 Elemente haben eine abzählbare Menge von Eigenschaften und wenn man diese miteinander kombiniert, kommt eine abzählbare Menge an Folge Möglichkeiten heraus. Wenn auch eine riesige Zahl, aber doch letzten Endes begrenzt. Und das ist also unsere Vorstellung von der Welt. Wir denken, die Welt, die außerhalb von uns ist, die wäre begrenzt. Wir hingegen seien es nicht im Geist. Und nun hatte ich ja, ach so, das ist also die eine Sache. Die andere Sache aber ist, dass wir das Universum als das Ganze vor uns haben und wir betrachten es wie einen Gegenstand, der also vor uns liegt und wir könnten jetzt den Gegenstand ansehen, müssen aber nicht und können gucken, was ist also da
und haben gleichzeitig, obwohl das so ein Gegenstand ist, den Eindruck, es sei unendlich. Also Unendlichkeit und Universum, das sind zwei Begriffe, die eng zueinander gehören, würde ich sagen. Und das werdet ihr jetzt in diesem Sinn vielleicht auch nicht bestreiten wollen. Wenn doch, wäre das nochmal eine extra Diskussion. Sondern das Universum ist unendlich. Und ich sage immer, jedes Ding ist unendlich. Jede Sache ist unendlich, wenn man nur lange genug drüber nachdenkt. Warum? Weil tatsächlich das Universum und auch überhaupt diese ganze Umgebung, die wir vor uns haben, in Wirklichkeit nicht materieller Natur ist, sondern ein Bewusstsein. Und so habe ich jetzt also hoffentlich ein wenig erklärt, warum ich von den Universen spreche. Ich könnte jetzt genauso gut auch von Logikclustern reden. Denn wenn wir in das Außen hinausschauen und es ist keine Materie da, was sehen wir dann also? Ich sage immer, wir sehen ein gültiges Bild eines Bewusstseins. Warum sage ich gültiges Bild? Weil man im Zusammenhang mit dieser Materielosigkeit leicht auf die Idee kommen könnte, die Welt gäbe es nicht, sie sei nicht wirklich da. Der ganze Gedanke von Materielosigkeit geht in diese Richtung. Die Welt gibt es nicht. Und ich kann nur sagen, dass ich selber da eine ganze Weile drüber nachgedacht habe und an diesem Gedanken hängen geblieben bin. Aber natürlich gibt es die Welt und zwar so, wie wir sie vor uns sehen. Es ist immer sozusagen das, was wir darin sehen und was wir darin begreifen. Und das ist die Welt, die wir haben. Sie gibt es. Und der zweite Gesichtspunkt, warum man sagt, es ist ein gültiges Bild. Es ist ein gültiges Bild, weil ein zweiter Gedanke, den man in diesem Zusammenhang haben könnte, der ist, dass die Welt, wie wir sie sehen, ein zurechtgemachtes Etwas ist von jemandem, der uns etwas vorspiegeln will. So ähnlich wie es in dem Film Matrix ist. Und ich sage immer, die Welt ist oder was wir daran sehen, ein gültiges Bild, weil dieses Bild im Prinzip das ist, was man von der Welt sehen kann und das wäre nie anders, selbst wenn man sagen würde, bitte bring die Welt so realistisch hervor wie nur möglich, du lieber Gott. Sondern es ist das Wesen der Welt so zu sein, dass man alles darin sehen kann. Und dann gibt es natürlich wieder Denkgrenzen, die uns Menschen daran hindern, unsere Gedanken schweifen zu lassen in jede nur denkbare oder Denkwelt, sondern wir sind immer gefangen innerhalb einer bestimmten Welt, eines bestimmten Universums. Und darum geht es in diesem Video. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen darlegen, warum ich den Begriff gebrauche, Universen, und warum man auch genauso gut sagen könnte, Logikcluster. Aber die Frage war ja über die Rundheit von Universen. Warum sind Planeten rund? Warum sind Universen rund? Warum sind zum Beispiel Galaxien rund, wenn man so drauf guckt? Warum sind kugelige Sternhaufen rund? Warum ist das gängige Symbol für Gott ein Kreis? Warum ist das gängige Symbol für einen Menschen ein runder Punkt in einem Kreis? Übrigens, das gängige Symbol für einen Menschen ist ein runder Punkt in einem Kreis, weil der Mensch von unseren Vorfahren und überhaupt als Überlieferung eines alten Wissens ein Bewusstsein im größeren Bewusstsein Gottes ist. Man könnte auch sagen, er ist ein Teil im Reich Gottes. Aber so wie eben, wie es meine Auffassung ist, sind Religionen im Grunde Überlieferungen alter Zeiten, in denen ein Wissen existierte, das wir heute so nicht mehr haben oder das wir unter ganz anderen Prämissen sehen und in der Form, wie es gedacht war, nicht mehr denken können. Und insofern versucht der Spiritualismus hier wieder diese alten Bedeutungen aufleben zu lassen.
Der Mensch ist ein Bewusstsein innerhalb eines größeren Bewusstseins. Und das bedeutet also ein runder Punkt in einem Kreis. Warum ist der Uroboros ein rundes Symbol einer sich selbst in den Schwanz beißenden Schlange? Warum ist die Kugelform eine der wichtigsten geometrischen Formen, die wir haben? Und der Kreis, ein Symbol für Perfektion, für Rundheit, für in sich Geschlossenheit, für ein Ganzes. Und dieser Frage möchte ich mich heute ein bisschen nähern. Ich habe also, um mich dieser Frage ein wenig zu nähern, hier eine Grafik vorbereitet. Und diese Grafik stellt einen Punkt dar, einen blauen Punkt, von dem aus Pfeile nach außen gehen. Und das ist aus meiner Sicht eine Grafik, sie soll ein Ich darstellen. Der Punkt wäre also dieser Blickwinkel in diese Welt, die ein Ich auszeichnet. Jedes Ich ist also ein spezieller Blickwinkel in die Welt. Man könnte sich das auch so vorstellen wie eine Nervenzelle in einem Gehirn, die mit 10.000 anderen Nervenzellen verbunden ist über die Synapsen und die also ein Netzwerk bildet. Und ebenso hat so ein Ich eine Verbindung zu 10.000 Objekten, sagen wir mal, oder zu einer riesigen Zahl von Objekten, die es umgeben und die es beobachtet. Und weil ich ja immer sage, das ist ein Ich-Universum, für das große Universum, von dem wir immer reden, gilt dasselbe. Also wenn wir in das Universum schauen, dann schauen wir also in alle Richtungen. Und ganz genau wie bei dem Ich-Universum ist es also im großen Universum auch so, dass wir in jeder Richtung Sterne entdecken oder man könnte auch sagen hervorrufen. Und wir haben natürlich keinen Grund, bloß in eine Richtung zu sehen, sondern wir gucken in diese Richtung und wir gucken auch in die Gegenrichtung und überhaupt in alle Richtungen. Und das symbolisieren diese Pfeile, die also in alle Richtungen gehen. Und interessanterweise ist es also auch in der Astrophysik so, dass die Wissenschaftler die Größe des Universums letzten Endes daran bemessen, wie weit sie schauen können. Und wie weit sie schauen können, hat wiederum damit etwas zu tun, was für Teleskope sie haben. Sie haben ja heutzutage solche Radioteleskope, also Teleskope, die nicht mit sichtbarem Licht unbedingt funktionieren, sondern die aussehen wie riesige Satellitenschüsseln. Und nun haben diese Satellitenschüsseln wiederum die Eigenschaft, dass man sie vernetzen kann, dass man sie zusammenschließen kann und dadurch werden aus vielen kleineren Satellitenschüsseln wiederum größere und riesig große. Also das bedeutet, mit noch immer größeren Satellitenschüsseln kann man immer tiefer in das Weltall sehen und das ist dann letzten Endes das, woran die Wissenschaftler festmachen, wie groß das Universum ist. Oder man könnte auch sagen, mindestens ist denn so weit, wie sie gucken können, das messen sie dann. Also ein Stern ist von meinetwegen 30 Lichtjahre entfernt. Und wenn er in dieser Richtung 30 Lichtjahre entfernt ist, dann muss in dieser Richtung eine ebenso große Ausdehnung existieren. Und das macht dann einen Durchmesser des Universums von 60 Lichtjahren. Ich nenne diese Zahlen jetzt bloß als ausgedachte Zahlen, aber ich glaube, so in dem Dreh ist es so in etwa. Das ist also die Art und Weise, wie wir in unsere Universen schauen, in jeder Richtung, denn die Gedanken sind ja frei und wir suchen also überall diese Gleichartigkeit dessen, was wir ohnehin gewohnt sind anzunehmen. Diese Redundanz der Gedanken, dass wir sagen, das, was wir hier für uns definieren, hier vor Ort, das muss also auch irgendwo anders gelten und wir suchen überhaupt immer die Gleichheit. Wir suchen nicht viele Universen, sondern wir suchen unser eigenes. Und nun könnte man um diesen recht gleichmäßigen Austritt von Strahlen einen Kreis ziehen und würde dann sagen, man hat also ein kugelförmiges Universum vor sich, weil man in einer bestimmten Richtung einfach nicht weiter schauen kann. Und das ist in jeder Richtung so. Und nun sage ich im Spiritualismus ja immer,
Wir haben ja das Universum nicht in materieller Form vor uns. Das heißt, es existiert nicht in dem Sinne, wie wir glauben. Wenn es existieren würde und es wäre unendlich, dann würde jedes nur denkbare Paradox Wirklichkeit sein. Aber das Universum ist also eher in der Form da, wie ein Gedanke da ist. Es ist natürlich stark damit verbunden und ich nenne es eben logische Cluster. Und ich habe hier einen zweiten Kreis, ist natürlich genau derselbe Kreis mit Pfeilen, nur diesmal in einer anderen Farbe gemacht und will damit verdeutlichen, dass ich hier eine gedachte andere Person habe. Diese gedachte andere Person hat, kenntlich gemacht durch das Rote, teilweise kann sie dieselben Objekte sehen wie ich. Das ist dadurch gekennzeichnet, dass sowohl ich als der blaue Punkt als auch der andere, der rote Punkt, innerhalb der jeweiligen Kreise sich befinden oder innerhalb der jeweiligen Gedanken. Aber dann seht ihr, dass auf der linken Seite die roten Pfeile in einen Bereich zeigen, der von meinen blauen nicht erreicht wird. Das bedeutet, der andere kennt Dinge, die ich nicht kenne. Was eine überaus normale Erfahrung ist. Man unterhält sich mit Leuten beispielsweise und man erfährt von denen Dinge, die man selber noch nicht wusste und sie werden dann Teil des eigenen Wissens oder des eigenen Erlebens. Und für diesen anderen gilt natürlich genau dasselbe wie für mich. Auch um seine in alle Richtungen denkenden Gedanken könnte man einen Kreis ziehen und sagen, das ist seine Welt, das ist sein Universum. Und indem wir also kommunizieren, lerne ich von dem anderen dessen Denkobjekte kennen. Also mal angenommen, wir würden uns über das äußerliche große Universum unterhalten und es würde sich dabei herausstellen, dass ich verschiedene Sterne nicht kenne, die der andere kennt und er erzählt mir von seinen Sternen, die er kennt. Und nun habe ich also seine Informationen in mir und er hat meine Informationen in sich. Und man könnte sagen, dass es nun ein erweitertes Universum gibt. Und das will ich also deutlich machen an einem neuen Kreis, den ich um diese beiden Universen herumziehe. Und wie ihr euch denken könnt, ist dies natürlich eine sehr schematische eine sehr schematische Grafik von etwas, was im Grunde viel komplizierter ist, weil wir es mit ganz vielen Objekten zu tun haben und mit ganz vielen logischen Clustern. Und ihr seht an diesem Beispiel wieder, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich also mit jemandem rede, dann ist das innerhalb eines Bewusstseins ein informativer Vorgang. Ein Vorgang, den man als einen logischen Entstehungsprozess bezeichnen könnte und der in etwa so funktioniert, wie eine Gehirnzelle mit einer anderen Gehirnzelle kommunizieren würde über einen bestimmten Kanal. Uns ist dieses Kommunizieren als Miteinander sprechen und so weiter wohl bekannt. Wir sehen es überhaupt nicht als einen Prozess, bei dem etwas in dem Sinn entsteht, wie in einem Gehirn etwas entsteht, sondern es ist der Austausch von aus unserer Sicht vorhandenen Informationen. Aber ich sehe das eben so und deshalb sage ich auch immer, es ist ein gültiges Abbild eines Blicks in ein Bewusstsein, dass wir in unserer Menschenwelt diesen Vorgang, diesen Denkvorgang des großen Geistes, der uns umgibt, wohl kennen. Wir kennen nicht alle seine Denkobjekte und wir sind überhaupt begrenzt in unserem Denken, aber wir kennen die Art und Weise, wie dieses große Denken funktioniert. Und wie es funktioniert, versuche ich anhand dieser einfachen Grafik im Grunde darzustellen. Und weil die Gedanken in jede Richtung gehen und weil sie diesen Selbstbezug haben, weil also
unsere Schlüsse sich immer wieder auf das beziehen, was wir als Denkvoraussetzung haben, ist die Form dessen, was daraus entsteht, immer rund. Man könnte auch sagen, ich habe ja immer diese Formulierung von der Gravitation der Gedanken. Also ich übertrage das Wort Gravitation, was ja eigentlich etwas zu tun hat mit der Materie in unserem gedachten Außen, im materialistischen Außen. Die Materie zieht sich also einfach an, sie zieht sich an durch ihre Massenanziehungskraft, die übrigens nicht näher geklärt ist oder so. Es ist einfach so, dass wir sie als gegeben annehmen. Und im Logischen, wenn man das als logisches Cluster begreift, die Welt, dann macht das umso mehr Sinn, würde ich sagen. Denn diese Gravitation der Gedanken bewirkt eine Kontinuität der Gedanken, die ja notwendig ist, um ein Universum hervorzurufen. Wenn es also ich sage immer, wenn es ein Universum wäre, das aus ganz verschiedenen Vorstellungen besteht, aus ganz verschiedenen Bildern, dann stelle man sich das vor wie ein Fernseher, der kaputt ist und der ein Rauschen zeigt, wo er, wenn er doch ganz wäre, ein Bild zeigen sollte. Und ihr wisst ja, dass das Bild im Fernsehen so entsteht wie eine Folge von immer ganz, ganz ähnlichen Bildern, die sich nur minimal unterscheiden. Und wenn sie ganz schnell hintereinander gezeigt werden, dann entsteht der Eindruck eines fließenden Bildes. Und ganz ähnlich ist es mit den Eigenschaften der Gedanken. Sie kommen also als etwas Fließendes in die Welt. Sie sind linear. Sie müssen von einem Gedanken zum nächsten kommen und können nicht hin und her springen. Wenn das der Fall wäre, dann hätten wir wirklich eine Art Geistesverwirrung vor uns, beziehungsweise ein Universum, so wie wir es kennen, in einer geordneten Form würde nicht zustande kommen. Dies also gedacht aus spiritualistischer Sicht. Dann will ich also jetzt zum Schluss kommen. Und ich hatte ja am Anfang diese Grafik gezeigt eines Baumes, an dem ganz viele Universen wachsen. Und das ist natürlich eine KI-Grafik. Und ich habe dieses Bild so hervorgerufen oder ich habe es beschrieben und die KI hat es dann gemacht, weil ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass der Baum ein natürliches Gewächs ist. Und dieses natürliche Gewächs bringt also Universen hervor. Und damit will ich sagen, dass das, was wir vor uns haben, ist weder eine Täuschung noch etwas Zurechtgemachtes, sondern es ist die normale Art des Universums, so zu sein, wie ich es immer sage. Es ist deutbar, es ist metaphorisch, es ist alles das, was wir darin sehen. Und es kann nie anders sein. So und so war es schon immer. Das ist übrigens auch genau die Weisheit der alten Religionen. Das ist die Weisheit der Überlieferungen. Unser heutiger Materialismus lässt uns alles, aber auch alles in einem anderen Licht erscheinen. Selbst der Buddhismus wird anders gedeutet, als er eigentlich gedacht ist. Und die Religionen ebenso. Ja, sie werden heute gesehen wie, manche sehen es als Spinnerei, manche sehen es als einer überholten Aberglaube. Überhaupt ist das Wort Glaube ja verbunden mit etwas, was man nicht weiß, wohingegen der Materialist, der weiß natürlich alles ganz genau. Schon wieder eine sehr gefährliche Sache für die meisten Menschen, muss ich sagen. Das wollte ich damit ausdrücken. Das ist also der Baum, etwas völlig normal und natürlich Gewachsenes. Und so wie der Baum die Universen hervorbringt, so wachsen sie also an ihm. Und natürlich hat die KI, ohne dass ich das extra sagen musste, die Universen rund dargestellt. Und ihr seht also, dass an dem Baum lauter runde Universen wachsen, weil das genau unsere Vorstellung von einem Universum ist. Und weil die KI ja aus unseren Vorstellungen generiert ist. Sie ist nicht irgendwie separat, jedenfalls noch nicht. Nachdem ich dies alles vorgetragen habe, hoffe ich, dass ich jetzt einigermaßen durch bin und zumindest dieses kurze Video abschließen kann mit und dass ihr vielleicht interessiert zugesehen habt. Und ich sage erstmal Tschüss. Liked und subscribe bitte, wenn es irgend geht, und dann sehen wir uns gerne wieder. Bis bald.
can hold your pain in a night full of thunder and sideways rain.